Du bist auf der Suche nach aktuellen DIN-Normen und VDI-Richtlinien und möchtest diese am besten als PDF herunterladen? Dann ist Nautus die richtige Datenbank für dich. Hier kannst du unter einer Oberfläche nach DIN-Normen und VDI-Richtlinien im Volltext suchen, sowie Daten zu weiteren Normen, technischen Regeln und EU-Richtlinien von zahlreichen europäischen und internationalen Normenorganisationen erhalten. Nautus findest du am besten, indem du in die Suchmaske der ELIB den Namen der Datenbank eingibst. Bitte beachte dabei, dass der Zugriff ausschließlich an den PC-Arbeitsplätzen in den Standorten der SUB möglich ist. Somit ist die Nutzung via VPN nicht möglich. Nautus startet mit einem zentralen Einstieg. Die Oberfläche ist klar, funktional und leicht bedienbar. Wenn du den Volltext einer konkreten Norm benötigst und bereits die genaue Dokumentnummer kennst, kannst du gerne die einfache Suche nutzen. Gebe dafür die Dokumentnummer in die Suchmaske ein. Welche die aktuell gültige Norm ist, erkennst du an der Spalte Aktuell an dem grünen Haken. Um nur die Volltexte zu erhalten, kannst du hier unter Suche anpassen auf den Reiter mit Dokument klicken. Somit erhältst du nur die Volltextzugriffe für die gewünschte Norm. Vor jedem Treffer siehst du einen Pfeil. Klick auf diesen Pfeil, so werden dir die Kurzinformationen zu diesem Treffer als Schnellansicht angezeigt. Wenn du auf die DIN klickst, erhältst du ausführliche Informationen zum Suchergebnis. Du erhältst Informationen zu den Hauptdaten, zur Beschaffung dieser Norm, weitere Informationen wie gedruckt in, die ICS-Klassifikation, aber auch Kurzreferate und weitere Suchbegriffe. Zur Ergebnisliste gelangst du zurück, wenn du hochscrollst und hier oben links auf Zurückklickst. Zum Lesen der Norm klick einfach auf das blaue Puzzlesymbol links neben der Dokumentnummer. Zunächst wird das Dokument in HTML-Anzeige geöffnet. Für mehr Komfort kannst du mit der Maus über das Inhaltsverzeichnis navigieren, aber auch später die geteilte Anzeige nutzen. Links unter Filter kannst du aussuchen, was dir angezeigt werden soll, also das ganze Dokument, nur die Bilder, die Tabellen oder Formeln. Ich klicke jetzt mal beispielsweise auf die Tabellen. Unter den Tabellen siehst du hier eine Verlinkung. Wenn ich draufklicke, öffnet sich die geteilte Anzeige. So habe ich die Möglichkeit, sowohl links mir die Tabelle anzuschauen, aber auch die ausführliche Tabelle auf der rechten Seite. Falls du das Dokument herunterladen willst, musst du zunächst die geteilte Anzeige schließen. Nun hast du die Möglichkeit, hier auf der rechten Seite die HTML-Anzeige in PDF zu wechseln. Nun hast du die PDF-Datei, die du mit diesem Pfeil herunterladen kannst. Am Anfang des Videos habe ich dir bereits gezeigt, wie du suchen kannst, falls du die Dokumentnummer der Norm hast. Nun möchte ich dir auch die erweiterte Suche vorstellen, die du zum Recherchieren nutzen kannst, um einfach mal zu schauen, was es für deine Themen so gibt. Klicke dafür unter Erweiterte Suchfelder. Hier öffnen sich mehrere Möglichkeiten, die du nutzen kannst. Unter anderem kannst du das Ausgabedatum eingrenzen, also wann wurde die Norm veröffentlicht, die Dokumentart, ist es eine veröffentlichte Norm oder ist es ein Entwurf, und du kannst auch die Freitextsuche nutzen, indem du Stichpunkte oder Schlagwörter nutzt. Für die thematische Suche nutzt du am besten die ICS-Klassifikation. Klicke dafür auf das Plus, um die Klassifikation des Verlages zu sehen. Diese wiederum haben größtenteils auch Unterklassifikationen. Unter Aktualisierung kannst du festlegen, in welchem Zeitraum das gesuchte Dokument aktualisiert wird, und unter Ländercode, woher diese Norm stammt. Nun möchte ich ein Beispiel vorführen, denn ich suche Normen zum Thema Kraftfahrzeuge im Allgemeinen, die in Deutschland ab 2019 veröffentlicht wurden. Daher grenze ich schon mal das Ausgabedatum ein. Die Dokumentart soll eine veröffentlichte Norm sein. Unter der ICS-Klassifikation kann ich nun einsehen,
ob ich eine Klassifikation zum Thema Kraftfahrzeuge finde. Hier kann ich meine Suche jetzt nochmal spezieller eingrenzen. Ich benötige Normen zum Thema Kraftfahrzeuge im Allgemeinen. Außerdem hatte ich gesagt, dass ich Normen aus Deutschland benötige. Ich gebe daher hier Deutschland ein. Nun starte ich die Suche. Die ausgewählten Kriterien werden automatisch mit einem logischen und verknüpft. Durch diese Verknüpfung erhalte ich nur Normen, die zu meinem Bedarf passen. Du kannst deine Suche noch spezieller definieren, indem du Suchoperatoren wie AND, OR und NOT nutzt. Mit dem Operator AND suchst du nach zwei Begriffen gleichzeitig, somit verkleinerst du deine Suchergebnisse. Mit dem Operator OR vergrößerst du deine Suchergebnisse. Und mit dem Operator NOT kannst du gezielt Begriffe ausschließen. Hier ein Beispiel. Ich möchte nämlich die Klassifikationen Maschinenbau und Luftfahrttechnik kombinieren. Dafür klicke ich beide Klassifikationen an. Du siehst hier oben, die beiden Klassifikationen werden automatisch mit dem Operator OR verbunden. Um nur die Volltexte zu erhalten, klicke ich wieder auf Mit Dokument. Du siehst, ich habe über 6000 Datensätze gefunden. Ich kann diese Suche auch anpassen. Ich möchte nun hier den Operator OR durch den Operator AND ersetzen, um Ergebnisse mit beiden Klassifikationen zu erhalten. Nun habe ich 31 Datensätze gefunden. Der Vollständigkeit halber mache ich das auch mit dem Operator NOT und gebe hier NOT ein. Hier habe ich jetzt die Klassifikation Luftfahrttechnik ausgeschlossen und erhalte nur Datensätze zum Maschinenbau. Falls du noch gezielter einschränken und definieren möchtest, kannst du auch die dynamische Suche hier unten anwenden. Diese Suche erleichtert dir die gezielte Kombination von Suche von Suchfeldern. Nun kann ich meine Suche hier oben, also Maschinenbau oder Luftfahrttechnik, mit der dynamischen Suche verknüpfen, und zwar mit den Operatoren AND, OR oder NOT. Ein Feld darunter kann ich auswählen, in welchem Bereich ich meine Suche nochmal definieren möchte. Ich habe hier einige Möglichkeiten, die ich auswählen kann, beispielsweise die Freitextsuche, die ECS-Klassifikation oder auch Kurzreferate und die Originalsprache. Ich möchte nun meine Suche mit einem deutschen Suchbegriff verfeinern und wähle daher das Suchfeld Suchbegriff Deutsch aus. Gebe hier rechts meinen Begriff ein und starte erneut die Suche. Nun habe ich insgesamt 113 Datensätze mit Volltextzugriff. Diese Suche lautet in dem Fall Maschinenbau oder Luftfahrttechnik und der Suchbegriff Messgerät. Ich möchte jetzt die Suche, die ich eben gerade definiert habe, nochmal erweitern, indem ich einen bestimmten Begriff ausschließe. Dafür klicke ich hier auf ein weiteres Feld hinzufügen und wähle den Operator NOT. Auch hier wähle ich das Feld Suchbegriffe. Und gebe hier rechts wieder meinen Begriff ein. Diese Suche lautet jetzt Maschinenbau oder Luftfahrttechnik und der Begriff Messgerät, aber der Begriff Widerstand soll insgesamt nicht vorkommen. Jetzt habe ich 90 Datensätze, die zu meinem Bedarf und meiner Recherche passen. Ich möchte jetzt ein weiteres Kriterium hinzufügen, und zwar das Ausgabedatum, da ich nur Normen benötige, die nach 2020 erschienen sind. Dafür klicke ich hier erneut wieder auf Weiteres Feld hinzufügen und wähle den Operator AND. Hier wähle ich das Feld Ausgabedatum und gebe rechts ab 2020 ein.
Auch hier starte ich erneut die Suche und erhalte lediglich 15 Datensätze. Somit haben wir unsere Ergebnisliste von mehr als 6000 Datensätze auf 15 Datensätze reduziert.